Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Heute geht es um die MyKey-Funktion bzw. Keyless Entry. Je nach Hersteller heißt es natürlich ein bisschen anders. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Funktioniert so: in den Türgriffen ist ein Sensor. Sobald dieser erkennt, ich gehe mit meiner Hand rein, von oben, von unten spielt ja keine Rolle, sendet dieser ein Signal an den Schlüssel für die Interessierten auf 125 kHz aus, einer also ganz kleinen Frequenz und natürlich nur auf einer ganz kleinen Distanz, 1 Meter bis 1,50 Meter, also in dieser Reichweite ungefähr. Sagt dem Schlüssel: Hallo Schlüssel, sende mir doch bitte den richtigen Code, damit die Tür aufgeht. Der Schlüssel macht genau das gleiche, als ob ich auf den Taster drücken würde, sendet das Signal ans Auto mit dem richtigen Code auf einer Frequenz von 433 MHz. Das Auto sieht: der Code ist richtig, und macht die Tür auf. Das Ganze funktioniert auf eine Distanz von Türklinge bis zum Schlüssel von ungefähr 1 Meter, 1,50 Meter. Das ist so die Distanz. Sprich, wenn ich es hier hinlege, geht das Auto auf, das Signal wurde gesendet, hier auch wieder zurück, fertig, machen wir wieder zu. Ich lege es jetzt mal ein bisschen weiter weg, geht nicht mehr auf. Wieso? Das Signal kommt ungefähr bis hierhin, erreicht den Schlüssel also nicht mehr, somit antwortet er ihm nicht und Auto geht nicht auf. Wie kann man das Ganze ein bisschen überlisten, zeige ich euch. Ich habe da was vorbereitet. So, was habe ich jetzt gemacht? Wir wissen also, die Distanz ist zu groß. Die Distanz ist also viel zu groß, um überbrückt zu werden. Antenne 1 gebastelt, ein Kabel und eine Antenne 2, wo aktuell der Schlüssel steckt. Was wird also passieren? Das Auto wird das Signal aussenden, die Antenne fängt dieses Signal auf, leitet es über das Kabel weiter, die zweite Antenne sendet es wieder aus, der Schlüssel empfängt das Signal und sendet das Signal wieder zurück ans Auto. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Auto ist aufgegangen. Wie gesagt, durch das Kabel, durch 2 Antennen kann man das Ganze überlisten. Ist nichts Neues. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, wenn ihr in Urlaub seid oder ein kleines Häuschen habt auf Erdgeschossebene, wo das Auto vielleicht neben dran steht und ihr den Schlüssel immer in Fensternähe legt, kann man mit so einer einfachen Vorrichtung prinzipiell euer Auto aufmachen. Ja, die Tür, nur zur Info, geht immer nur auf der Seite auf, oder sagen wir mal so, wenn ich auf der Seite stehe und der Schlüssel wird auf der Seite erkannt, kann zum Beispiel die Fahrertür nicht mehr aufgemacht werden oder nicht aufgemacht werden. Funktioniert also immer nur auf der einen Seite, wo man auch wirklich steht. Aber das nur nebenbei. Okay, wie kann man sich da schützen? Relativ simpel. Was macht man? Man holt den Schlüssel, macht ihn in eine Blechdose und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Sogar wenn ich jetzt hier in der Nähe bin, klappt nicht. Wieso klappt es nicht? Ganz einfach, das Signal vom Auto kommt hier nicht mehr an, und sogar wenn es ankommen würde, das Signal kann hier nicht mehr ausgesendet werden zurück zum Auto. Irgendeine Blechdose nehmen, dann seid ihr schon mal sicher. Gibt verschiedene mittlerweile Anbieter, für ein paar Euro kann man sich irgendeine Dose nehmen. Ich hatte hier noch eine übrig, einfach zu Demonstrationszwecken. Das ist also ein effektives Mittel. Diese ganze Vorrichtung, die ich hier gebaut habe mit Kabel, gibt es natürlich auch professioneller. Ist jetzt, sage ich mal, für den Versuchszweck für mich zu kompliziert aufzubauen und man kann es auch jetzt nicht so ganz einfach legal erwerben. Nur kurz gesagt, dieses Kabel wird einfach durch eine Funkstrecke ersetzt. Man hat also 2 Geräte, in der Regel 2 Koffer. Koffer 1 stellt man neben das Auto. Der zweite Koffer befindet sich dann in der Nähe dort, wo der Schlüssel ist. Also Beispiel, man geht einkaufen,
Ein Mann stellt sich neben das Auto mit seinem Koffer, der zweite verfolgt einen mit dem Koffer, weiß also, der Schlüssel ist bei mir, der zweite Koffer muss sich irgendwo in der Nähe befinden, auf einer Distanz von circa, wie wir gesehen haben, auf 1 Meter. Und irgendwann, wenn man im Kaufhaus ist, zieht der eine Komplize am Schlüssel, das Signal wird ausgesendet, vom Koffer aufgefangen, über eine sehr starke Funkfrequenz an den zweiten Koffer geschickt. Der empfängt das Signal, leitet es an den Schlüssel weiter auf eine Distanz von 1 Meter. Der Schlüssel antwortet zurück an den Koffer. Der Koffer oder generell antwortet der Schlüssel, der Koffer fängt das Signal auf, sendet es wieder über eine ganz starke Frequenz an diesen zweiten Koffer zurück und sendet es ans Auto. Auto geht auf. Hier gibt es eine Chance, das Ganze zu unterbinden, nämlich man misst die Laufzeit. Auto sendet aus, Signal kommt an, Schlüssel antwortet, kommt zurück, das geschieht innerhalb von weniger Millisekunden und Auto geht auf. Wenn man das Ganze über eine Funkstrecke macht, entsteht einfach eine größere Verzögerung. Ob jetzt diese Sicherheitsfunktion hier implementiert ist, wie gesagt, kann ich nicht testen. Solche 2 Gerätschaften zu besorgen oder zu bauen, ist nicht so ganz einfach. Es kursiert aber noch eine dritte Möglichkeit aktuell im Netz, in den Nachrichten, dass der Schlüssel eine Funktion hat, nämlich wenn man ihn ruhig liegen lässt, schaltet er nach 4-5 Minuten ab. Was wird da abgeschaltet? Der hier verbaute Empfänger wird abgeschaltet und wenn das Auto sogar irgendwas aussendet, egal ob jetzt direkt oder über meine selbst gebastelte Antenne, er empfängt es nicht, weil er weiß, ich liege still irgendwo auf einem Sideboard, somit werde ich nicht benötigt und dann antwortet er einfach auch nicht. Ich habe das hier mal ausprobiert, ich habe den Schlüssel 5 Minuten auf dem Dach bzw. hier vorne liegen lassen, danach einfach nur am Griff gezogen, Auto geht auf. Somit der aktuell verkaufte Schlüssel hat diese Funktionalität nicht implementiert. Eventuell gibt es eine Version 2.0, die dann diese Funktionalität drin hat. Unsere hat es aktuell nicht. Ja, wird bei mir, sage ich mal, eh nichts bringen. Ich habe eigentlich den Schlüssel immer in der Hosentasche, weil es doch ein sehr kleines Ding ist. Ich muss es nicht rausmachen. Ich habe da nur 2 Schlüssel dran. Somit stört es mich nicht. Und das Ding ist also bei mir permanent in Bewegung. Okay, gut, das war's zu dem Keyless Entry-System. Wie gesagt, wenn ihr Sicherheitsbedenken habt, wenn ihr zu Hause seid, eine Dose benutzen. Ich empfehle, zumindest mal wenn ihr in Urlaub seid, so ein Ding mitzunehmen und dann den Schlüssel reinzumachen, je nachdem natürlich, was für einen Urlaub ihr macht. Wenn man irgendeinen Bungalow hat oder Campingplatz, bietet sich sowas auf jeden Fall an. Oder man schaltet es einfach im Auto aus, um auf Nummer sicher zu gehen. Gut, das war's zu dem System. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen. Bekommt ihr immer einen Hinweis, dass es ein neues Video gibt. Genießt den Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!